Hallo und herzlich willkommen zu unserem Launch-Test. Wie ihr seht, befinde ich mich gar nicht mehr in der Lounge, sondern im Hotel, denn wir mussten die Szenen jetzt hier im Nachgang nochmal drehen, denn wir hatten einfach keine Zeit. Wir mussten schnell zum Flieger, konnten im Prinzip nur ein paar Szenen aufnehmen von der Lounge, vom Essen, von allem drum und dran. Deswegen möchte ich im Nachgang die Lounge bewerten, die Song Hong Premium Lounge in Hanoi im Terminal 2. Kommen wir zum Punkt 1, Zugang und Check-in-Prozess. Der war relativ einfach. Also wir haben die Lounge relativ schnell gefunden. Wir haben den Check-in sehr schnell machen können, Priority Pass einfach vorgezeigt, zack und schon waren wir drin. Wir hatten wenig Zeit, deswegen war das wirklich super, dass das so schnell funktioniert hat. Deswegen an der Stelle auch ein voller Punkt für den Zugang und den Check-in-Bereich. Kommen wir nun zur Atmosphäre und Design. Ja, also es ist eine übersichtliche Lounge, es ist schon eine relativ große Lounge, aber das Design ist schon so ein bisschen in die Jahre gekommen. Es ist halt nicht mal das modernste, das neueste Design. Ich finde, es geht besser, wir haben schon bessere Lounges gesehen, deswegen an der Stelle würde ich dem Ganzen nur einen halben Punkt geben, weil es schon ganz in die Jahre gekommen ist. Es ist eher so ein altbackener Stil und man könnte es schöner machen. Deswegen an der Stelle für Atmosphäre und Design, wie gesagt, nur einen halben Punkt. Sitzmöglichkeiten. Also es gibt eine riesen Auswahl an Sitzmöglichkeiten. Von Lounges bis zu ganz normalen Tischen oder halt irgendwelchen Sitzbänken. Also da gab es wirklich eine riesen Auswahl. Von daher gibt es dafür, abgesehen jetzt vom Design her, einen ganzen Punkt. Denn es gibt eine riesen Auswahl für unterschiedliche Wünsche in der Lounge, deswegen ein ganzer Punkt für Sitzmöglichkeiten. Kommen wir zum Punkt 4, Ruhe- und Lärmpegel. Es war relativ ruhig. Obwohl die Lounge so groß ist, war es ruhig. Es waren keine Ansagen dort, es waren nur die große Bildschirme, wo dann die Flüge angezeigt worden sind. Das heißt, das ist schon mal sehr gut, dass keine Ansagen durchkommen. Es ist eher auch mehr so im ruhigeren Bereich des Terminals. Ich fand es sehr gut. Es war auch wenig los zu dem Zeitpunkt, das heißt, es war so oder so ruhig. Und da an der Stelle würde ich dem Ganzen auch einen ganzen Punkt geben für Ruhe- und Lärmpegel. Kommen wir zu Punkt Nummer 5, Essen und Getränke. Eines meiner Lieblingspunkte. Es war wirklich sehr gut. Nicht nur, dass es gut geschmeckt hat, es war eine riesen Auswahl da. Also man hat ein komplettes Buffet gehabt, man konnte deine eigene Suppe ein bisschen upgraden oder präparieren, so wie du es haben möchtest. Es gab Obst und Gemüse, also alles, was du haben möchtest. Dann gab es an Getränken auch noch eine riesen Auswahl. Du konntest dir alkoholische Getränke zubereiten oder auch alkoholfreie Getränke, gab es eine riesen Auswahl. Deswegen an der Stelle gebe ich für Essen und Getränke einen vollen Punkt. Kommen wir zum Punkt Nummer 6, Service. Der war wirklich sehr gut. Nicht nur am Check-in-Bereich, dass die uns da nochmal alles gezeigt haben, dass es da und da das Buffet gibt und da könnt ihr auch Getränke aussuchen, sondern auch die Leute in der Lounge. Also die haben uns da wirklich von vorne bis hinten bedient. Gut, es war auch nicht viel los, aber die haben nach jedem Teller sofort aufgeräumt. Jedes Glas wurde, nachdem es leer war, sofort weggeräumt. Also das war wirklich schon fast zu viel, aber trotzdem sehr nett gemeint. Wurde sauber gehalten, also von daher und waren auch sehr freundlich. Deswegen gebe ich dem Punkt Service einen vollen Punkt. Sauberkeit und Hygiene. Also wie gerade schon erwähnt im Punkt 6 waren die Servicekräfte wirklich drauf und dran, das Ganze sauber zu halten. Auch auf den Toiletten war es wirklich sehr sauber. Die Tische waren sauber. Auch wenn das Design, wie gesagt, so ein bisschen in die Jahre gekommen ist, ist es weder abgenutzt oder ähnliches. Es ist sauber. Es war auch sehr angenehm dort zu sitzen. Deswegen gebe ich für Sauberkeit und Hygiene auch einen vollen Punkt. Kommen wir zu Punkt Nummer 8, Arbeitsmöglichkeit. Eigentlich ganz gut, weil du konntest an einen PC gehen, dort konntest du Sachen ausdrucken. Wenn du selbst dein Laptop nicht dabei hast, kannst du dort ins Internet gehen. Auch wenn du dein Laptop dabei hast, kannst du dich so ein bisschen zurückziehen in der Lounge. Du kannst dein Laptop ganz normal an Strom anschließen. Fast überall gab es Stromanschlussmöglichkeiten. Und auch das WLAN war mega schnell. Also sehr ungewohnt, aber sehr gut. Deswegen gibt es für Arbeitsmöglichkeiten auch einen vollen Punkt. Kommen wir zu Punkt Nummer 9, Unterhaltungsmöglichkeiten. Also es gab TVs, es gab Einblendungen, wann die Flugzeuge fliegen und es gab TV-Zeitschriften bzw. allgemeine Zeitschriften, die du dann dementsprechend dort lesen konntest. An der Stelle war es okay. Man könnte das Ganze noch ein bisschen erweitern, aber mit Büchern zum Beispiel, aber das ist dann schon eher so ein kleines Luxusproblem, aber trotzdem war es sehr angenehm, dass da überhaupt was geboten wurde. Deswegen gibt es an der Stelle für Unterhaltungsmöglichkeiten auch einen ganzen Punkt. Kommen wir zu Punkt Nummer 10, besondere Annehmlichkeiten. Standardmäßig gab es dort auch eine Dusche, das heißt, du konntest dort, wenn du im Transit bist oder sowas, nochmal schnell duschen. Und es gab Massagesitze. Besser als manche andere Lounge, deswegen an der Stelle würde ich dem Ganzen auch einen ganzen Punkt geben, denn es reicht völlig aus
für so eine Lounge solche besonderen Annehmlichkeiten zu haben. Für Kinder gab es dort jetzt nichts, außer jetzt zum Beispiel irgendwie einen Kindersitz oder sowas, den du mit an einen Tisch stellen kannst, aber so Kinderspielplatz oder Kinderbereich gibt es dort nicht. Deswegen für besondere Annehmlichkeiten gebe ich der Lounge einen ganzen Punkt. Kommen wir nun zu unserem vorletzten Punkt, Aussicht aus der Lounge. Ihr wisst ja, ich liebe es, wenn man Flugzeuge beobachten kann, vor allem aus der Lounge. Und das konnte man hier wirklich sehr, sehr gut machen. Denn die Lounge ist ausgerichtet zu den Hauptgates, da wo wirklich sehr, sehr viel Verkehr ist. Und man sieht die Flugzeuge ein- und rausfahren. Deswegen gibt es dafür wirklich einen vollen Punkt. Ich würde gerne mehr geben, aber es geht ja nicht. Genau, also für Aussicht aus der Lounge einen vollen Punkt, denn du kannst Flugzeuge dort beobachten und das ist wirklich sehr, sehr gut. Bevor wir zur Gesamtbewertung kommen, habe ich noch eine kleine Bitte an euch, wie ihr uns unterstützen könnt. Denn mit jedem Like oder mit jedem Abonnement hilft ihr uns zu wachsen, um solche Projekte tatsächlich auch umsetzen zu können. Deswegen like dieses Video und abonniert unseren Kanal. Kommen wir nun zu unserem letzten Punkt, Punkt Nummer 12. Der Weg bzw. die Wartezeit bis zum Gate. Das ging relativ zügig. Also wir waren relativ nah bei unserem Gate. Das war vielleicht auch ein Zufall. Wir waren zwar an Terminal 2, aber unser Gate war auch nicht weit weg von der Lounge. Es gibt aber auch Gates, die von der Lounge etwas weiter weg sind. Ich würde dem Ganzen trotzdem einen ganzen Punkt geben, weil wir hatten wirklich nur 5 Minuten bis zu unserem Gate. Das heißt, wir mussten da jetzt nicht lange Zeit einplanen, um dort zu unserem Gate zu kommen. Deswegen würde ich diese Wartezeit oder diesen Zugang bis zu unserem Gate von der Lounge aus auch einen ganzen Punkt geben. Die Gesamtbewertung dieser Song Hong Premium Lounge im Terminal 2 in Hanoi bekommt insgesamt 11,5 Punkte von uns, denn es war wirklich alles sehr, sehr, sehr gut. Wirklich. Also vom Essen bis zum Service, bis hin zu Sitzmöglichkeiten, auch der Ausblick, also wirklich tipptopp. Das Einzige, was diese Lounge noch verbessern könnte, das Ganze nochmal abreißen, und halt diesen Service und allem drum und dran so lassen, so wie es ist, aber einfach dieses Design und einfach auf einen neuen Stand bringen, ganz modern machen, richtig cool mit irgendwelchen, keine Ahnung, selbst wenn er ein Wasserfall wäre oder ähnliches, richtig cool machen und dann verdient diese Lounge wirklich 12 Punkte. Das war's. Ich hoffe, euch gefällt dieses Format. Vergiss das Video nicht zu liken und auch uns zu abonnieren. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.